Oh, 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 oh. Oh, ist mal gut gegangen, wir hätten das da hingestellt. Ja gut, okay. Und falls doch mal was passieren sollte, haben wir eine große Auswahl an Karosserieteilen für den Transporterbereich. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zum neuen PS-Tipps-Video. Hier haben wir euch noch mal ein paar Teile aufgebaut. Dazu zählen unter anderem ein Spiegel, ein Träger für den hinteren Stoßfänger. Hier haben wir noch Halter und Zierleisten. Hier haben wir noch eine Kotflügelecke, sowie hier vorne eine Motorhaube und eine Stoßstange aus Kunststoff. Wichtig ist beispielsweise bei der Motorhaube, bei den Teilen, die lackiert werden müssen, dass ihr die vorher einmal auf Passgenauigkeit überprüft, weil es kann immer mal sein, dass beispielsweise ein Träger verbogen ist oder andere Anbaukomponenten. Deswegen einmal die Stoßstange, die Motorhaube ausrichten, bevor sie zum Lackierer geht, um sich unnötigen Ärger zu ersparen. Für uns ist natürlich die Langlebigkeit der Kunststoffartikel, wie beispielsweise eine Stoßstange, sehr wichtig. Von daher verwenden wir auch nur qualitativ hochwertige Mischungsverhältnisse, um das zu gewährleisten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass ihr die Artikel, wie beispielsweise die Stoßstange, nicht nur anhand von Bildern identifiziert, weil da kann es beispielsweise sein, dass mal mit Vorrichtungen für Nebelscheinwerfer benötigt wird, teilweise ohne. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr anhand der Fahrgestellnummer diese Teile identifiziert. Falls ihr dazu Fragen haben solltet, könnt ihr euch auch gerne an unseren Helpdesk wenden. Damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.